Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr da seid und ich begrüße auch alle neuen Abonnenten, die ganz neu auf meinem Kanal sind. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare oder besucht gerne meine Website. Das findet ihr alles in der Infobox. Da könnt ihr auch ein Interview mit mir lesen und ein bisschen mehr über mich erfahren. Wir starten jetzt also die wilde Fahrt, wie ihr es vielleicht auch im Titel schon gelesen habt. Es war ein ganz schönes Chaos, es macht natürlich wahnsinnig Spaß, aber es ist natürlich auch einiges schief gegangen und ich habe Fragen. Also schauen wir einfach mal, was passiert. Ich fange hier ganz simpel an. Ich habe mir ganz viele Videos im Vorfeld dazu angeschaut, wie das funktioniert. Ich beginne hier also erstmal ganz einfach mit nur einem Ton, hier in dem Fall braun, und verteile das gleichmäßig auf der Jelly Blade. Als nächstes habe ich hier einen befeuchteten Pinsel und streiche einfach von oben nach unten über die Platte. Das hat im ersten Moment noch nicht gereicht, deswegen mache ich den Pinsel dann nochmal etwas nasser und das funktioniert schon einfach ein bisschen besser. Für den ersten Versuch habe ich natürlich erstmal nicht meine besten Farben benutzt, ihr seht es da, und das Papier zum Abnehmen ist ganz einfaches Kopierpapier bzw. Papier von Action. Wundert euch bitte nicht, in der ersten Hälfte des Videos habe ich noch ein paar wilde Schnitte drin. Das liegt einfach daran, dass oftmals noch mein Kopf im Bild zu sehen war. Naja, ein klassischer Anfängerfehler, würde ich sagen. Okay, der erste Versuch war ganz interessant und hat auch Spaß gemacht. Starten wir direkt weiter. Genau, als nächstes starte ich in die Sache, weshalb ich die Jelly Blade überhaupt ausprobieren wollte, nämlich das Abdrucken von Blättern und Gräsern. Da hatte ich einige Ideen und Gedanken dazu und wollte das unbedingt ausprobieren. Ich bleibe hier zunächst auch wieder erstmal im einfachen Bereich mit einer Farbe, im dunklen Ton, und taste mich erstmal ran. Wie stark muss man aufdrücken oder eben auch nicht. Ich habe festgestellt, mit der Rolle darf man nicht zu sehr aufdrücken, sonst entstehen an den Rändern Farbüberreste und das ist eben nicht so schön. Genau, dann Blätter drauflegen, die habe ich vorher kurz angepresst im Buch, die sind aber ganz frisch. Und dann abziehen, und was jetzt hier entsteht, nennt sich Ghost Print. Also wir haben quasi nur die Umrisse und Schatten. Hat auch eine tolle Sache für sich. Und dann kann man eben die Gräser und Blätter nochmal abnehmen und das, was auf der Platte ist, quasi auch nochmal abdrucken. Genau, so sieht es dann aus. Jetzt lege ich das Papier drüber und drucke den Rest noch ab. Schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Ja, doch, es ist einiges auf der Platte zurückgeblieben, aber auf dem Blatt ist auch viel Farbe gelandet. Damit kann ich für den ersten Versuch zumindest zufrieden sein. Ich habe mich jetzt im Folgenden dazu entschieden, die Platte nicht zu reinigen, beispielsweise mit einem Babytuch, sondern da nochmal Farbe aufzubringen, so dass ich quasi die Farbe von der Platte lösen kann. Habe ich alles erfahren in anderen Videos, die ich mir dazu angeschaut habe. Und ja, jetzt wird quasi die Farbe auf der Platte nochmal wie angeweicht mit der frischen Farbe. Und dann kann man das quasi insgesamt nochmal abziehen. Wichtig dabei ist, dass die Untergrundfarbe, also die von den Blättern, vollständig getrocknet ist, um sich eben die darüber liegende Farbe nicht zu verfärben oder zu verunreinigen, je nachdem, ob das natürlich gewünscht ist oder nicht. Mir war lange Zeit nicht klar, ob die Farbe zum Abdrucken trocken oder nass sein soll. Logischerweise muss sie nass sein, um sich mit dem Papier zu verbinden, ist mir dann auch klar geworden. Ich dachte irgendwie, vielleicht haftet die Farbe ja trotzdem am Papier. Ist natürlich totaler Quatsch. Hier habe ich jetzt ein schwarzes Papier und versuche eben den Rest mit der weißen Farbe noch abzunehmen. Schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Ja, bisschen länger antrocknen lassen ist in dem Falle wichtig, dass wirklich alle Schichten durchweicht sein können und das Papier alles aufnimmt. Und wie man sieht, wird die Platte wirklich restlos sauber. Ja, sieht man jetzt natürlich nur noch mal ein paar Umrandungen, weil das meiste haben wir ja schon abgenommen, aber damit kann man eventuell auch weiterarbeiten. So, neuer Versuch in Farbe Blau.
Hier in dem Fall traue ich mich sogar an die bessere Farbe von Schminke. Auch hier wieder das gleiche Prozedere, Farbe verteilen, schauen, ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Farbe muss drauf, wie viel Farbe kann darauf und einfach ein bisschen einarbeiten. Im Verlauf des Videos stelle ich dann die Geschwindigkeit auch etwas höher, weil die Abläufe letztlich ja immer das gleiche sind, nur an den entsprechenden Stellen, wo ich eventuell etwas Schwierigkeiten gehabt habe, lasse ich es langsamer laufen, damit ihr mit überlegen könnt, wo es gehangen hat. Ich lege mir hier also meine frisch gepflückten Gräser auf und schaue, wie ich sie gern haben möchte und nehme den Ghost Print von vorher, um da drüber zu drucken. Interessant. Auch hier musste ich das Prinzip des Druckens erst einmal verstehen. Was ist dann vorne? Was wird überdeckt? Jetzt haben wir quasi Gräser, die ja gesprenkelt sind, weil eben das Braune noch drunter war. Nicht ganz uninteressant, aber naja, ein Versuch eben. In diesem Video bleibt es allerdings nicht nur bei Versuchen, sondern es sind tatsächlich auch noch tolle Ergebnisse bei rausgekommen, so wie ich mir das auch überlegt habe. Ihr könnt nun weiterverfolgen, wie es mit meinem Drucken weiterging und ein paar Informationen noch für den Fortgang des Videos. Leider habe ich dann während meiner Aufzeichnung einen Anruf bekommen und nachdem ich weiterfilmen wollte, hat sich die Kamera auf Hochkant gedreht. Um am Ende das Ergebnis noch zu sehen, habe ich das Bild dann vom Hochkant wieder quer gedreht. Für alle diejenigen, die vielleicht Videos sowieso im Liegen schauen, perfekt. Dann bringt ihr euch wenigstens nicht die Augen um. Und für alle anderen, es ist nur eine kurze Sequenz, um eben noch das Bild zu beenden und dann geht es wieder in den normalen Modus. Ich finde es auf jeden Fall in diesem Zusammenhang hier auch wichtig, keine Versuche wegzuwerfen, sondern zu schauen, was kann ich da später noch daraus machen. Man kann es auch für Collagen verwenden und ja, einfach erstmal beiseite legen. Manchmal ergibt sich einfach was. Jetzt bin ich mutiger und versuche mehrere Farben auf einmal, also hier in dem Falle 2, Weiß und Sienna müsste das sein. Auch hier habe ich die Platte vorher nicht gereinigt, sondern nehme jetzt quasi die Reste mit der neuen Farbe auf und kann auch jetzt schon sagen, dass ich dann das Ergebnis, was ich hier abziehe, im Fortgang des Videos nochmal verwenden werde. Und auch hier zeigt sich super, dass die Platte sauber wird am Ende. Ich betone das jetzt, weil das ist dann gegen Ende nicht mehr so und wie gesagt, ich habe Fragen. So, als nächstes werde ich mutiger und werde einige Farben benutzen. Ich scheine offensichtlich einen Plan zu haben. Schauen wir doch einfach mal, was passiert. Auch hier verwende ich jetzt also unterschiedliche Farben, nicht nur in Bezug auf die Farbigkeit, sondern eben auch in Bezug auf die Firmen, um eben zu schauen, gibt es Farben, die sich besser oder weniger gut eignen. Ich habe hier also Farben von Golden, welche von Amsterdam und nochmal die von, heißen die Malibu? Ich glaube. So, ihr könnt es vielleicht erkennen, ich plane einen Hintergrund und zwar unten in grün-braun und dann soll das quasi langsam in einen Himmel übergehen. Mal schauen, wie mir das gelingt. Ich achte auf jeden Fall dabei, das Grün nicht mit dem Blau zu vermischen und benutze die Farbe Weiß als Trennfarbe, um die Farbtöne ein bisschen voneinander zu trennen. Für alle, die sich fragen, was ich rechts mit der Rolle mache, ich streiche einfach die Rolle aus, bzw. rolle sie aus, um die Rolle vor überschüssiger Farbe zu befreien. Ich hätte natürlich an dieser Stelle das Video schon beschleunigen können, aber ich möchte auch gern zeigen, wie lange jetzt der Prozess dauert, die Platte vorzubereiten, bis ich sie dann letztlich mit Papier abziehen kann, um eben auch zu zeigen, wie viel Zeit man hat, bis die Farbe auf der Gelly Plate getrocknet ist. Denn man könnte jetzt hier denken, das dauert bestimmt schon zu lang. Zumal ich jetzt erst noch anfange, die Blätter drauf zu legen. Und ja, ihr seht, ich drehe und wende und das dauert eine ganze Weile. Also
Würde ich das Video jetzt schauen, würde ich denken, das könnte schon sehr, sehr trocken sein und dann nicht mehr funktionieren. Kommt aber natürlich auch ein bisschen auf die Farbe an sich an. Also wie feucht ist die Farbe an sich und wie viel hat man benutzt. Kleiner Spoiler, die Zeit hat auf jeden Fall noch ausgereicht. Ihr seht also, man hat doch einiges an Zeit, um sich das zu überlegen. Wie gesagt, bei manchen Firmen mehr, bei anderen weniger. Und ja, das einfach mal in Echtzeit für euch, damit man ein Gefühl dafür bekommt. Wichtig ist hier aber tatsächlich, hier habe ich geschnitten, eine Weile antrocknen zu lassen, um das dann am Ende abzuziehen, um eben alles abheben zu können. Ja, ein toller Ghost Print. Als nächstes habe ich den Plan, mit den Gräsern, die jetzt drauf sind, auf die leeren Stellen in den Ghost Print reinzudrucken, um quasi die Grasstruktur direkt mit in das gleiche Bild zu übernehmen. Schauen wir einfach mal, wie und ob das gelingt. Das setzt natürlich voraus, dass die Farbe unter den Blättern jetzt noch feucht ist, um diese abzuheben. So, an dieser Stelle kam der Anruf, Achtung, Kopf drehen. Weiter geht's. Wie gesagt, nicht zu lang, dann dreht das Bild wieder. Okay, ich habe mich dafür entschieden, den Untergrund trocknen zu lassen, um es anschließend mit goldener Farbe abzuheben. Ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen, dass es auch funktioniert. Auch hier war es anfangs für mich schwierig zu entscheiden, wie viel Farbe ich benötige. Wollte ganz gern, dass der Hintergrund, den ich ja angelegt habe, noch durchscheint und die goldene Farbe jetzt nicht wieder alles verdeckt. Muss natürlich aber auch entsprechend feucht sein und wenn es zu trocken ist, wie gesagt, funktioniert es dann eben nicht mehr. Also wie gesagt, das ist mein allererster Versuch mit der Jelly Blade und da sind einige Abläufe noch nicht so routiniert. Wo lege ich was hin, damit ich es griffbereit habe? Man hat ja wirklich auch ein kleineres Zeitfenster. Das wird aber auf jeden Fall besser, je öfter man es macht. Gegen Ende des Videos war das auch schon etwas besser. Ich habe mich jetzt hier entschieden, um eben den richtigen Bildausschnitt zu bekommen, das Bild zu drehen, also die Platte zu drehen, um dann eben, ja, die richtige Stelle zu bekommen, um da meine Grasabdrücke genau in den Ghost Print reinzusetzen. Auch hier sieht man nochmal, wie wichtig es ist, das wirklich sehr gut anzudrücken und dem Papier die Zeit zu geben, die neue Farbe aufzunehmen, vor allem wenn vorher schon Farbe drauf war. Das sollte man nicht unterschätzen, lieber etwas länger warten. Oh, und hier könnt ihr sehen, da habe ich entweder nicht lang genug gewartet oder die Farbe war schon trocken an der Stelle. Aber keine Sorge, auch hierfür gibt es eine Lösung. Hierfür verwende ich Acrylbinder, den man auch zum Mischen von eigenen Farben oder zum Anreiben eigener Farben verwenden kann. Der fungiert auch hier als Bindemittel zwischen Farbe und Papier bzw. Farbe und Jelly Blade. Damit lässt sich die Farbe also mühelos abnehmen, auch als Reinigungsprozess der Platte für zwischendurch sehr zu empfehlen. Man sollte nur darauf achten, dass es nicht zu feucht ist. Und dann natürlich gut antrocknen lassen wieder. Ein kleiner Hinweis noch zum Acrylbinder, dieser trocknet glänzend auf, manche Farben eher matt. Kann man am Ende mit einem kleinen Finish, indem man alles nochmal überzieht, mit dem Acrylbinder beheben. Oder eben als Zwischenschritt den nochmal mit einbinden, um das nochmal abzuziehen. Das hat also super funktioniert. Alle Grasstrukturen sind jetzt von der Platte abgehoben. Da ich niemandem zumuten wollte, ewig seinen Kopf zu drehen, habe ich mich dafür entschieden, das Bild auf diese Weise vorübergehend zu teilen und eben zu zeigen, wie ich noch mit dem Bild weiter vorangeschritten bin. Ihr seht jetzt also, dass ich nochmal Gräser auflege, um dort dann eben nochmal Schichten drüber zu legen. Wie ihr im rechten Bild sehen könnt, ist der Hintergrund leider nicht mehr so, wie ich ihn ursprünglich angelegt habe, also unten grün und oben in den Himmel übergehend. Liegt einfach daran, könnt ihr jetzt im linken Video sehen, dass ich leider nicht lang genug gewartet habe, bis die blauen Gräser getrocknet sind. Habe damit einiges
an Verunreinigung mit reingebracht und somit den Hintergrund eben Stück für Stück verdeckt. Aber gerade das sind tolle Lerneffekte, auch für mich selbst, da meine Ungeduld an der einen oder anderen Stelle gern einmal kickt, versaue ich mir eben dadurch auch gern mal mein eigenes Bild. Sieht natürlich am Ende für mich nicht schlecht aus, aber ja, der ein oder andere Fehler hat sich dadurch natürlich schon eingeschlichen. So, hier seht ihr einmal, wie ich mit einem Babytuch die Platte reinige. Habe das Gefühl, dass die Platte dadurch eine komische Schicht bekommt, wo es dann am Ende doch etwas zu Problemen kommt, alles abzuheben. Ist mein Eindruck. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mehr Erfahrungen dazu habt, aber ich habe das Gefühl, dass dann irgendwie der Prozess des Abnehmens nicht mehr ganz so gut gegeben ist durch die Pflegeanteile, die im Tuch sind oder was auch immer. Ein paar letzte Spritzer sollen das Bild jetzt noch beenden und dann sollte man es tatsächlich gut sein lassen. Als nächstes startet ein Versuch, den ich reproduzieren wollte, da ja mein ursprüngliches Video unterbrochen wurde und im Hochformat weiterging, habe ich jetzt davon einiges rausgenommen, um eben das über Kopf nicht die ganze Zeit zu haben. Und zwar wollte ich gerne eine Baumstruktur auf ein Blatt übertragen, indem ich hier Seitenpapier in Streifen gerissen habe, um dann eben eine gewisse Baumstruktur auf dem Papier zu haben. Mache hier ganz planmäßig den Ghost Print. Der ist auch ganz toll geworden. Nur ab dann nahm das Chaos seinen Lauf, weil irgendwie konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, wie ich das in dem anderen Bild gemacht hatte, was so gut funktioniert hat. Nein. Nein. Also das ist nichts geworden. Ihr könnt das Ergebnis, was ich während des anderen Videos produziert hatte, dann am Ende sehen, weil ich dann alle Bilder euch nochmal zeige, die entstanden sind bei meinen vielseitigen Versuchen. Hier grundiere ich jetzt erstmal und starte direkt ins nächste Chaos. Ich hatte mir hier überlegt, einfach mit einem Stück Baumrinde Strukturen aufzubringen, um da eventuell nochmal mit dem Seitenpapier eine Baumstruktur zu erzielen, die ich möglicherweise auch übertragen kann. Und naja, wir schauen mal, wie das funktioniert hat, ob ich das Bild noch so machen konnte, wie es in meinem Kopf zumindest war. Ja, die Antwort lautet nein. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Farbe ist einfach komplett eingetrocknet. Ich dachte dann im Anschluss könnte ich es retten, wenn ich nochmal Acrylbinder drauf gebe, aber schade. Und dennoch, auch wenn nicht geplant, die Silhouetten der Bäume gefallen mir sehr gut. Aus diesem Grund möchte ich mir die gern mit einem goldenen Hintergrund auf ein schwarzes Papier abdrucken. Hier einmal gut zu erkennen, trotz Geschwindigkeitserhöhung, das muss wirklich lange angedrückt werden, um da wirklich das alles abheben zu können. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen, das ist sehr gut geworden. Um ein wenig Kontrast auf dem eben entstandenen Bild zu erzeugen, möchte ich gerne noch ein paar weiße Gräser mit einfügen und ja, grundiere deswegen die Platte mit weißer Acrylfarbe und lege dann anschließend die Gräser darauf. Was hier aussieht, als würde ich weißes Kopierpapier für die weiße Farbe benutzen, ist aber tatsächlich das ganz allererste Bild, wo ich mit der nassen Farbe auf die braune Fläche gemalt hatte. Denn ich möchte ja die Gräserstruktur und wollte das jetzt einfach nur schnell abnehmen. Und das hat auch sehr gut funktioniert, wenn auch die Gräser etwas feiner hätten werden können, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Als nächstes wollte ich gerne eine Technik ausprobieren, die ich ebenfalls in einem Video gesehen habe, nämlich mit einem Spachtel ein Muster in die feuchte Farbe zu ziehen, um das dann schließlich abzuheben. Habe mich hier für weiß entschieden und wollte das gerne auf ein schwarzes Papier drucken.
Man erkennt es hier auf dem weißen Untergrund vielleicht nicht so gut, aber ich dachte, der Spachtel lässt sich leichter darüber ziehen. Vielleicht, wenn mehr Farbe drauf ist. Naja, das Ergebnis ist auch, entsprechend nicht so gut. Habe ich mir wahrscheinlich zu viel Zeit gelassen. Diese Farbe hatte leider überhaupt keine Lust. Naja, okay, aber die Platte ist wieder sauber geworden, das ist ja die Hauptsache. Hier hatte ich dann den Fehler bemerkt, ja, wenn die Farbe länger steht, muss sie geschüttelt werden, sonst trennt sich das Pigment vom Binder und dann passiert eben genau das. Das ist allerdings auch merkwürdig, seht ihr, wie das abperlt? Auch dafür habe ich überhaupt keine logische Erklärung. Oh, jetzt komme ich wieder mit den Papierstreifen, jetzt möchte ich es doch gern nochmal wissen. Okay, na dann, neuer Versuch. So, während ich das Papier jetzt gut antrocknen lasse, bereite ich schon mal das nächste vor. Nämlich habe ich gesehen, dass man Bilder transferieren kann und suche mir da jetzt aus verschiedenen Zeitschriften Bilder raus, um einfach mal einen Versuch zu starten. Reiß mir hier irgendwas raus, was mir gefällt und dachte, ach Mensch, so eine Landkarte wäre vielleicht auch ganz cool. Einfach mal schauen, ob sich dafür jedes Papier eignet. Ja, die Bögenstruktur könnte noch etwas klarer sein, ist aber an sich doch noch ganz gut geworden. Jetzt also das nächste Projekt, nämlich mit dem Abziehen bzw. Transferieren von Bildern. Dafür habe ich als erstes Acrylbinder benutzt, um die Struktur zu übertragen. Drücke hier dann die einzelnen Bilder an und schaue zwischendurch mal, ob schon was passiert ist. Erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, wie lange das braucht und ob überhaupt was passiert. Das scheint sich auch nicht jeder Print dafür zu eignen, also einfach mal ausprobieren. Ja, die Jelly Plate zeige ich jetzt mal ein bisschen aus der Nähe, um zu zeigen, dass die Dame mit dem gestreiften Pullover auf jeden Fall drauf ist. Und oben ebenfalls das Bild. Die Landkarte hat leider nicht funktioniert. Was allerdings auch zu sehen ist, ist die Struktur der Blätter. Und ich muss auch sagen, egal was ich gemacht habe, ich habe die nicht wieder runterbekommen. Die druckt es nicht mehr ab, aber die ist immer noch zu sehen. Hier mit dem ersten Versuch des Transfers hatte ich noch keine klare Version oder eine Komposition von einem Bild, sondern wollte überhaupt erstmal gucken, ob das funktioniert, ob die Zeitungen dafür sich eignen, die ich hier verwendet habe. Und ja, grundsätzlich scheint es zu funktionieren und leider war die Farbe schon wieder trocken und ich hole den Rest mit Acrylbinder runter. Und auch hier zeigt sich noch ganz deutlich auf der Platte ein Schatten der Dame mit dem Pullover. Und wer davon Ahnung hat, kann mir gerne mal einen Tipp geben, warum das passiert und wie ich das wieder abbekomme, weil das hält sich wirklich hartnäckig. Es druckt sich nicht nochmal ab, wenn man darüber geht, egal mit was, aber man bekommt es halt auch nicht runter. Wer dazu einen Hinweis hat, warum das passiert oder wie ich das wieder abbekomme, kann gern Bescheid sagen. Genauso, wenn jemand weiß, warum ich mit der Rolle die Farbe wieder runterhole. Warum passiert das? Auch eine interessante Frage für mich. So, nun aber zurück zu meinem letzten Versuch für das heutige Video. Ich habe jetzt also geschaut, ob der Transfer funktioniert mit den Bildern und habe mir aus dieser Küchenzeitschrift, die ich schon Ewigkeiten in meiner Schublade hatte, Bilder rausgesucht, um quasi einen ersten Versuch zu starten. Auch hier habe ich noch keine Komposition erzeugt, sondern habe einfach nur versucht, wie ich verschiedene Schichten auftragen kann, habe die Ränder etwas abgetupft und etwas gesäubert, wieder etwas von der Farbe runtergenommen, um weitere Schichten aufzutragen, habe jede einzelne Schicht dann aber immer schön durchtrocknen lassen, bevor ich eine neue Farbe aufgetragen habe. Ja, mit dem letzten Stück muss ich sagen, hat bei mir auch so der Lerneffekt eingesetzt und die Bilder werden nach Ende hin immer etwas komplexer. Ich konnte mich auf jeden Fall super austoben und habe viel ausprobiert und so einigermaßen die Grundtechnik verstanden. Wie gesagt, einige Fragen sind offen. Erhält mich da gern, da wäre ich wahnsinnig dankbar.
Hier also experimentiere ich jetzt mit verschiedenen Farbtönen, die ich an unterschiedlichen Stellen auftrage, male Kreise aus, lasse zwischendurch wieder antrocknen, versuche auf verschiedene Art und Weisen die Farbe aufzubringen und zu schauen, wie viel ich benötige, dass es noch transparent wird. Und ja, ich bin mit dem Endergebnis eigentlich wirklich zufrieden. Es hat richtig Spaß gemacht. Und für alle, die es noch nicht genau wissen oder noch nicht so lange dabei sind, ich versuche auf jeden Fall alle 4 Wochen ein Video hochzuladen, wo ich euch mitnehme zu eben solchen Experimenten, Materialien ausprobiere oder etwas von mir zeige, sei es Skizzenbücher oder Bilder oder ja, einfach irgendwas Kreatives mache. Und zwischendurch versuche ich also dann auch im 14-Tage-Rhythmus ein Video hochzuladen, wo ich einfach mal nichts sage, sondern ja, einfach nur intuitiv vor mich hin male und etwas Musik im Hintergrund läuft. Zurück zum Bild. Ihr habt gesehen, da waren einige Farbschichten drauf und die gingen eben auch ziemlich schwer von der Platte runter. Also da musste ich ganz schön straff ziehen. Ich habe es wirklich sehr lange trocknen lassen, also bestimmt 10 Minuten, um alles abheben zu können. Aber es hat richtig gut funktioniert. Die Bilder sind erkennbar. Es könnte noch ein größerer Kontrast sein. Aber für den ersten Versuch sieht richtig cool aus, finde ich. Sagt doch mal, was ihr davon haltet. Als nächstes zeige ich euch nochmal alle Bilder, die während meines Experiments mit der Gelly Plate entstanden sind. So ihr Lieben, wenn euch das Video also gefallen hat, lasst mir gerne einen Like da, gebt mir einen Kommentar oder wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, aktiviert gerne die Glocke. Hier seht ihr nochmal, was noch alles möglich ist. Also das habe ich alles noch gar nicht ausprobiert, ist aber alles noch im Bereich des Möglichen. Und ich zeige euch direkt mal meinen Arbeitsplatz, wie der danach ausgesehen hat. Und jetzt heißt es erstmal aufräumen, um für neue Projekte Platz zu machen. Ich habe mich hier schön eingebaut. Hier zeige ich euch nochmal das Papier, welches ich verwendet habe. Der erste Block oben drauf hatte verschiedene Farbtöne, weiß, braun, schwarz. Und auch die hier aus dem Action haben verschiedene Farbtöne, die habe ich aber auch noch gar nicht ausprobiert. Kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Noch am Rande, ich bekomme kein Geld von irgendjemandem, wenn ich irgendwelche Markennamen nenne. So, hier habe ich aufgeräumt. Jetzt kann man wieder kreativ sein. Es ist neuer Platz und ich habe schon mal ein paar Bilder hingelegt, die ich als nächstes bearbeiten möchte. Habe die aber abgedeckt, damit da kein Staub drauf fällt. Und damit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut! Bis bald in 14 Tagen. Bye bye.